Als ich zum ersten Mal hörte, dass ich hochsensibel bin, hat das alles verändert. Plötzlich ergaben meine Reaktionen auf Licht, Geräusche und Menschen Sinn. Und ich fühlte mich nicht mehr falsch. In diesem Video erzähle ich dir, wie sich Hochsensibilität für mich anfühlt und was mir wirklich hilft. Hallo ihr Lieben, ein weiterer Wintertag in Lappland. Heute geht es um ein anderes Thema. Und zwar möchte ich euch ein wenig über mein Leben als hochsensible Person, HSP, High Sensitive Person auf Englisch, möchte ich euch ein paar Einblicke geben, beziehungsweise auch erzählen, wie sich das bei mir so im Alltag äußert. Und ja, die meisten haben ja mittlerweile von diesem Term gehört. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch Begriff wahrscheinlich sagt. Mir fiel gerade nur das englische Wort Term ein. Und ja, als ich davon das erste Mal gehört habe, das ist jetzt 13 Jahre her, da war das alles noch nicht so bekannt, glaube ich, wie mittlerweile durch das Internet verbreitet wird. Und ja, das ist schon wirklich ein Vorteil, wenn man übers Internet heute so viele Informationen bekommen kann. Und für mich war es damals wirklich so, dass ja, ein großer Stein vom Herzen gefallen ist, sagt man das so? Jedenfalls ähm, hat es für mich einiges erklärt, warum ich mich so gefühlt habe oder Dinge wahrgenommen habe, wie ich das eben getan habe. Und ich das vorher nicht so einordnen konnte und oft gedacht habe, was stimmt mit mir nicht, weil ich die Dinge doch irgendwie immer intensiver wahrgenommen habe als so mein Umfeld. Und ja, dazu gehörte zum Beispiel, dass ich Dinge, die gesagt wurden oder getan wurden, noch lange in mir nachwirkten und ich ja, das mir teilweise auch sehr zu Herzen genommen habe und dann natürlich sowas gehört bekommen habe wie, ja, nimm dir das nicht so zu Herzen oder nimm es nicht wörtlich oder ja, all solche Sachen, die einem nicht wirklich weiterhelfen. Jedenfalls, oh, das hier ist sehr schön. Muss ich mal kurz zeigen. Ja, das ist hier. Es erinnert mich ein bisschen an eine Trauerweide. Weil die Birken, die hängen jetzt so runter, weil die so voll mit Schnee sind. Und das sieht richtig hübsch aus. Ja, und das gehört eben auch zu meiner Sensibilität, dass ich eben solche Dinge doch sehr stark wahrnehme und auch genießen kann. Und für mich wirklich das Herz dann aufgeht. Genauso wie es eben auch sehr unangenehm sein kann und auch, ja, wenn es eben in die andere Richtung geht und etwas sehr, sehr negativ an Stimmung da ist oder genau. Und da kann ich zum Beispiel auch erzählen, dass ich Stimmung von anderen sehr stark wahrnehme. Und früher ist mir sehr schwer gefallen, es mich davon abzugrenzen. Und ich das aber mittlerweile gelernt habe und auch geübt habe. Und jetzt, wo mir das bewusst ist, woran es liegt, warum ich so empfinde, wie ich es tue, hat es mir doch auch geholfen, einfach dadurch, dass ich natürlich auch mich belesen habe in dem Bereich und zu diesem Thema,
auch einige Tipps bekommen und dadurch ist mein Alltag auch ein bisschen leichter geworden. Einfach weil ich jetzt mehr auf mich achte und einfach auch früher schon Grenzen wahrnehme und dann gleich quasi die Handbremse ziehe oder eben vorher gar nicht erst ziehen muss, weil ich es vorher schon rechtzeitig merke und dann eben äh, schon auf mich acht gebe und mich entweder ja der Situation entziehe, wenn ich merke, es wird mir zu viel, oder eben äh, wenn ich das nicht kann, mich irgendwie schütze, eben indem ich so einen Raum für mich bilde, so eine Bubble und genau. Ja, und dann, wie gesagt, nehme ich Stimmungen anderer eben sehr intensiv wahr und das kann eben dazu führen, dass es meine Energie raubt und da so ein bisschen so einen Schutzraum für mich zu finden und auf mich aufzupassen, das ist eben wichtig. Und ja, ansonsten nehme ich Geräusche sehr intensiv wahr. Also ich kann zum Beispiel sehr genervt sein von irgendeinem Geräusch, was jemand anderes kaum wahrnimmt. Wie zum Beispiel so eine im Hintergrund tickende Uhr irgendwie, die gar nicht so extrem laut ist, aber irgendwann ähm, dominiert sie dann, wenn ich mich darauf konzentriere. Mittlerweile habe ich auch das gelernt, das ein bisschen abzuschalten, so ein bisschen weg in den Hintergrund. Da geht das eigentlich ganz gut. Nur manchmal, an manchen Tagen, wenn ich eh schon so ein bisschen überreizt bin, dann kann das eben dazu führen, dass das noch intensiviert wird und ich dann zum Beispiel auch, ich merke das halt daran alleine, wenn ich überreizt bin, wenn ich quasi ja Filme oder ja irgendwas höre in der normalen Lautstärke, aber es dann so anfängt in meinem Ohr zu flackern. Ich merke, okay, jetzt muss ich mich entweder dieser Situation entziehen oder ich muss eben den Geräuschpegel so weit runter machen, dass es mich nicht mehr stört. Eine weitere Sache ist, ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch und mh, bin auch gerne unter Menschen, aber genauso brauche ich auch meinen Rückzug und Zeit für mich und wieder auftanken und Ruhezeiten eben. Und das habe ich definitiv viel zu wenig gehabt früher. Und dadurch habe ich mich ständig irgendwie, ja, ausgelaugt gefühlt oder auch aggressiv teilweise wurde ich dann, und die Aggressivität hat sich halt häufig auch gegen mich gerichtet, aber eben auch gegen andere Menschen, weil ich dann irgendwie, wie es mir zu viel wurde und ich dann irgendwie, ja, statt es rechtzeitig zu äußern und mich aus dieser Situation ähm, gut zu befreien, sage ich jetzt mal, und habe ich halt das nicht geschafft und weil eben auch zum Beispiel das Nein sagen für mich sehr schwierig war eine Zeit lang und ich dann das nicht aus Boshaftigkeit getan habe, sondern einfach, weil ich dann schon völlig über dem Pegel war, der für mich angenehm war und dann es auf einmal aus mir raus explodierte und das ist natürlich dann Worst Case. Von daher bin ich froh, dass ich da auch das wesentlich besser heute im Griff habe und einfach rechtzeitig mich melden kann und sagen, hier, du, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich oder das wird mir gerade zu viel irgendwie. Ja. Ja, und während ich früher meine Sensibilität eigentlich eher als Belastung empfunden habe, ähm, kann ich sagen, ups, die Kamera wollte ich gerade selbstständig machen, kann ich sagen, dass ich das heute eher auch als Bereicherung sehen kann. Ich muss zwar immer noch auf mich acht geben, aber ich kann auch viele positive Dinge damit sehen. Und zwar, dass ich in bestimmten Situationen sofort einen Überblick habe und auch schon quasi, bevor es sich weiter in eine negative Richtung entwickeln kann, da einen Stopp machen kann und sagen kann, hier, nee, das funktioniert so nicht, lass uns das mal so und so machen oder ja, weil ich einfach auch ähm,
durch meine Sensibilität erkennen kann, wenn Sachen einfach nicht gut sind oder funktionieren, wo andere das vielleicht noch nicht so gemerkt haben. Und damit meine ich nicht nur auf mich bezogen, sondern generell, also in einer Gruppe zum Beispiel oder ja. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass durch meine Sensibilität ich einfach ähm, Entwicklung in mein Leben machen konnte und mich in eine Richtung orientieren konnte, die gut für mich war oder gut auch für mich ist, was ohne meine Sensibilität so sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Und ich auch dadurch ein ganz anderes Erkennen und Verständnis vielen Dingen gegenüber habe. Und ich auch damit anderen Menschen wirklich helfen kann. Also, und das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und worüber ich sehr froh bin. Auch wenn es natürlich manchmal bedeutet, dass ich auch eine Menge, hm, ja, Verantwortung vielleicht nicht, aber ich schon das Gefühl habe, dass ich so einen gewissen, 'n 'ne Erwartung an mich eher, ne? Also, dass ich die erfüllen möchte, dass ich gerne, dann eintrete oder eben mich zeige, wenn es gerade notwendig ist oder eben die Situation erfordert. Und ich bin zwar eher der introvertierte Typ, würde ich schon sagen, wobei das bei mir auch sehr hm, variiert, weil ich auch schon auch gerne auf Menschen zugehe. Aber ja, zu lernen, wann ist es gut, gerade aus mich herauszukommen und zu sagen, hier, so und so, oder manchmal auch eher mich zurückzuziehen und zu sagen, lass mal jetzt sein, das bringt jetzt gerade nichts. Und mich dann nicht in den Vordergrund zu stellen, weil ich eigentlich schon eher lieber im Hintergrund bleibe und wenn, dann eben in den Vordergrund trete, eher dezent. Aber ja, ein bisschen unterschiedlich, je nach Situation. Und da aber auch das eben mittlerweile so hantieren kann und variieren kann auch. Ja, also jetzt habe ich ein paar Dinge genannt. Also meine Hochsensibilität, die zeigt sich vor allen Dingen darin, dass ich eben auf Geräusche empfindsam reagiere, aber auch teilweise mit hellem Licht nicht so richtig gut klarkomme, wo ich einfach merke, ich meine, klar, man kann sagen, jeder ist da irgendwie, reagiert da drauf, wenn es zu laut ist oder zu hell ist oder so, aber bei mir ist einfach die Grenze eher erreicht als bei anderen, merke ich jedenfalls häufig. Und ja, und dann eben auch, dass ich eben so stark die Stimmung anderer Menschen wahrnehme und merke, wenn irgendwas nicht stimmt und ich gerne eingreifen würde, aber es nicht kann oder mich dann eben doch zurückhalten muss und mich davon abzugrenzen eben. Ja, was bei mir noch hinzukommt, ist auch, dass ich nicht nur in Anführungsstrichen hochsensibel bin, sondern auch High Sensation Seeker. Und dazu möchte ich gerne noch mal ein andermal was sagen. Das ist jedenfalls eine Kombination, die so nicht so häufig vorkommt und das manchmal es noch mal zusätzlich ein bisschen erschwert, aber gut, auch wieder bereichert. Also von daher immer die eine und die andere Seite. Wenn du auch hochsensibel bist oder vielleicht darüber nachdenkst, es sein zu können oder jemanden kennst, der es sein könnte, ja, dann schreib doch gerne einen Kommentar oder sag mir, was du so denkst und wie du das Leben empfindest. Und ja, ich freue mich immer, mit anderen Menschen mich auszutauschen und das sehe ich auch als Bereicherung, wenn da ein informativer Austausch stattfindet. Und ja, jetzt habe ich doch vergessen, mein Handy wieder auf lautlos zu stellen, sodass ihr das Geräusch eben hören konntet. Aber
So ist das Leben. Nichts ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Und weil mir passieren solche Dinge immer wieder. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ja, oder Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.